Stellen Sie sich vor, eine Villa in der Nähe von Frankfurt mit einem Marktwert von 600.000 Euro kommt zur Versteigerung. Der Startpreis? 300.000 Euro. Jeder würde sagen, diese Chance darf ich nicht verpassen. Aber Moment mal. Die Zwangsversteigerung in Deutschland ist nicht einfach nur ein günstiger Hauskauf. Manchmal kaufen Sie dabei versteckte Schulden, rechtliche Verpflichtungen. Manchmal sogar den alten Eigentümer gleich mit. In diesem Video erkläre ich Ihnen alles auf Basis der offiziellen Gesetze, des ZVG, also des Zwangsversteigerungsgesetzes, Schritt für Schritt. Wie lange dauert das? 6 Minuten. Was gewinnen Sie? Sie werden nicht mehr so leicht hereingelegt. Das Erste: Bei einer Versteigerung können Sie nicht zu jedem beliebigen Preis ein Haus kaufen. 2 Paragraphen des deutschen Gesetzes verhindern das. Paragraph 85 AZVG, die 50%. Regel: Liegt das höchste Gebot beim ersten Versteigerungstermin unter der Hälfte des festgesetzten Verkehrswerts, ist das Gericht verpflichtet, den Zuschlag zu versagen, automatisch, auch wenn niemand Einspruch erhebt. Paragraph 74 AZVG, die 70%. Regel: Erreicht Ihr Gebot nicht 70% des Verkehrswerts, kann der Gläubiger, meist die Bank, die Versteigerung aussetzen lassen. Das geschieht nicht automatisch, sondern nur auf deren Antrag. Und jetzt kommt der interessanteste Teil. Findet sich beim ersten Termin aus diesen Gründen kein Käufer, wird ein zweiter Termin, der sogenannte Zweittermin, angesetzt. Bei diesem zweiten Termin gelten diese Schutzvorschriften nicht mehr. Das Gesetz sagt es ausdrücklich: Der Zuschlag kann auch dann erteilt werden, wenn das Gebot unter 50% des Verkehrswerts liegt. Genau in diesem Moment schlagen die Profis zu. Angenommen, Sie haben die Versteigerung gewonnen und 400.000 Euro geboten. Aber das ist nicht der Betrag, den Sie am Ende zahlen. Erstens: Vor der Versteigerung müssen Sie 10% des Verkehrswerts, in unserem Beispiel 60.000 Euro, als Bankschecks mitbringen. Das ist eine gesetzliche Anforderung. Bargeld oder gewöhnliche Schecks werden nicht akzeptiert. Nur ein von der Bank ausgestelltes Dokument. Zweitens: Nach der Versteigerung erhebt das Gericht seine Gebühr. Diese wird als Zuschlagsgebühr bezeichnet und richtet sich nach dem Gerichtskostengesetz. Sie liegt unterhalb der Notarkosten, ist aber keineswegs null. Drittens und am schwersten wiegend die Grunderwerbsteuer. Diese variiert je nach Bundesland. In Bayern 3,5%, in Hessen 6%, in Nordrhein-Westfalen 6,5%. Bei 400.000 Euro bedeutet das ungefähr 14.000 Euro bis 26.000 Euro. Es gibt keinen Makler, keinen Notarvertrag, diese beiden Kostenpunkte entfallen. Aber die übrigen Kosten sind sehr real. Gesamte Nebenkosten rund 30.000 bis 40.000 Euro. Das ist das Risiko, das die meisten Menschen am häufigsten übersehen. Wie in den offiziellen Amtsgerichtsdokumenten in Deutschland steht: Wenn Sie das Innere besichtigen möchten, benötigen Sie die Erlaubnis des Eigentümers. Das Gericht kann Ihnen das nicht verschaffen. In der Regel sehen Sie die Immobilie nur von außen. Ihnen liegt lediglich ein Gutachten, ein Sachverständigengutachten vor. Doch manchmal konnte auch der Gutachter selbst nicht ins Innere gelangen. In solchen Fällen nimmt er einen Abschlag von 10 bis 30% vor. Das heißt, eine Immobilie, die im Gutachten mit 600.000 Euro bewertet wurde, kann sich in einem ganz anderen Zustand befinden. Sie wissen nicht, ob ein Wasserrohr geplatzt ist, ob die Wände von Schimmel befallen sind oder ob die Elektrik veraltet ist, bevor Sie den Schlüssel in der Hand halten. All Ihre Kalkulationen, all Ihre Strategie, ein einziger Blick ins Innere kann alles zunichte machen. Die Lösung? Befragen Sie vor dem Zuschlag die unmittelbare Nachbarschaft. Sprechen Sie mit den Nachbarn, recherchieren Sie die Immobilienpreise im näheren Umfeld. Lesen Sie das Gutachten sorgfältig. Der Sachverständige vermerkt in der Regel, welche Bereiche er nicht einsehen konnte. Sie haben die Immobilie gekauft. Aber der frühere Eigentümer ist noch drin. Hier gibt es 2 Fälle. Wenn der Eigentümer selbst in der Immobilie wohnt, gilt gemäß § 93 ZVG. Der Zuschlagsbeschluss des Gerichts ist direkt ein vollstreckbarer Titel. Ein gesondertes Gerichtsverfahren ist nicht erforderlich. Sie können über den Gerichtsvollzieher die Räumung verlangen. Wenn die Immobilie jedoch vermietet ist, sieht die Lage anders aus. Der Grundsatz Kauf bricht nicht Miete, § 566 BGB, gilt auch hier.
Der bestehende Mietvertrag geht automatisch auf Sie über. Gemäß § 57 AZVG haben Sie ein Sonderkündigungsrecht, müssen dafür jedoch einen berechtigten Grund nachweisen, in der Regel Eigenbedarf. Der BGH-Beschluss von 2021 8ZR 76/20 hat bestätigt, dass dieses Recht selbst vertragliche Ausschlussklauseln überlagert. Allerdings kann der Mieter gemäß § 574b GB bei besonderer Härte gegen diese Kündigung Widerspruch einlegen. Praktische Zeitrechnung: einvernehmlich 4 bis 6 Wochen. Im Streitfall können die Verfahrensschritte auf mehrere Monate anwachsen. Es kann sein, dass Sie anderweitig zur Miete wohnen müssen. Während Sie gleichzeitig den Kredit bedienen, kalkulieren Sie das in Ihre Finanzplanung ein. Die Zwangsversteigerung ist eine echte Chance, aber nur für gut vorbereitete Menschen. Kurze Zusammenfassung: Kennen Sie beim ersten Termin die Preisgrenzen von 50% und 70%. Beim zweiten Termin entfallen diese Grenzen genau dann, schlagen Sie zu. Bereiten Sie den Bankscheck vor der Versteigerung vor. Kalkulieren Sie Grunderwerbsteuer und weitere Kosten ein. Lesen Sie das Gutachten, gehen Sie aber nicht blind vor, ohne das Innere gesehen zu haben. Klären Sie im Voraus, ob der frühere Eigentümer noch in der Immobilie wohnt. Für offizielle Versteigerungsbekanntmachungen zvg-portal.de alle Informationen der Amtsgerichte deutschlandweit an einem Ort.